Take a look inside, feel the spark. Legends rising from the dark. Dark on black, where the legends live on. High-end treasures in a world of icons. Dark on black, every detail, every line. Moments captured here in time. See you in the details. Ja, moin zusammen, willkommen in der Rancor-Höhle zu einem ja, kleinen neuen Unboxing und Review. Ja, diesmal ist es ein Crossover tatsächlich und ja, aus dem Actionfigurenbereich. Ist ja eigentlich nicht so mein Hauptsammelgebiet, aber es gibt ja immer mal das eine oder andere, was man dann ja sieht oder rausfindet, dass es das gibt. Und ja, das lässt dann irgendwie nicht mehr los und dann denkt man so drüber nach, ja, braucht man das, will man das haben und ja, und wenn es einen dann doch eine Weile nicht loslässt, ist es halt nun mal so, ja, und dann geht man auf die Suche und auf die Jagd, ja, wie das Outfit schon ein kleines bisschen andeutet. Ja, denn ihr wisst ja, Star Wars ist ein Thema bei mir, Herr der Ringe ist ein Thema bei mir. Aber natürlich auch Indiana Jones seit früher Kindheit. Ich habe Last Crusade sogar im Kino gesehen. Oh Mann, ich bin alt. Das ist 1989 war das. Und ja, out of context sogar. Man kannte die Figur damals oder diesen Charakter, den kannte ich, der war mir im Begriff. Aber das war auch der erste Indie-Film, den ich gesehen habe. Ist bis heute auch in meinen Augen immer noch mein Liebster und Bester. Und ja, es ist halt so weit gekommen, dass ich teilweise sogar in kompletter Montur auf kleinen Veranstaltungen rumlaufe mit ja, ein paar anderen positiv Bekloppten. Grüße gehen an der Stelle raus an die Freunde und Bekannte von der Adventurous Summit, aber das nur am Rande. Ja, nur bei den aktuellen Außentemperaturen gibt es jetzt keine volle Montur. Vielleicht ein anderes Mal. Blendet euch vielleicht mal ein Foto ein und das muss für den Moment genügen. Ja, aber worum geht es jetzt eigentlich ganz genau? Crossover habe ich ja gerade gesagt. Und zwar habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Vorbereitung und Recherche für meine Palisades Toys Videos zum Alien und Predator Franchise gemacht habe, da bin ich darüber gestoßen, dass die ja auch so um die 2000, Anfang 2000 herum ja auch Actionfiguren produziert haben und auch eine Muppet-Lizenz haben. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wer mag die Muppets denn nicht? Ja? Und ja, so ein bisschen war so, oh, schade, dass das an mir vorbeigegangen ist. Ja, Gott sei Dank irgendwo auch, weil sonst hätte ich da jetzt auch noch auf den Zug aufspringen wollen. Aber nee, der ist abgefahren, ist auch gut so. Aber es gibt ein Objekt, ein Crossover-Objekt, das hat mich dann einfach nicht losgelassen. Und ja, das wurde immer wieder mal angeboten bei eBay und Co. für einen Preis, wo ich gesagt habe, ja, das ist wohl ein üblicher Marktpreis, aber ja, für den Spaß ist es mir jetzt einfach zu teuer letzten Endes. Ne? Also gucken wir mal, ob sich irgendwas mal ergibt, ne? Dass man doch mal ein Schnäppchen machen will und Co. Und tatsächlich vor ein paar Tagen bin ich beim Stöbern doch noch mal auf eBay fündig geworden. Sogar bei einem Verkäufer aus Deutschland, der hatte diesen Adventurer Kermit im Angebot. Also Kermit der Frosch im Indiana Jones Outfit. Und ich fand den dermaßen klasse. Hier sieht man auch noch mal, was es da sonst noch gab. Da gab es auch Waldorf und Statler als Diorama. Es gab Schweine im Weltall, die komplette Brücke als Playset und Co. Aber wie gesagt, das sind Dinge nett anzusehen. Aber ja, das soll jetzt ein kleiner Gag sein, eine kleine Sammelgebiet-Ergänzung. Ja, und der ist halt OVP, war aber schon mal ausgepackt. Das war mir persönlich egal. Ich hätte mir auch einen Losen gekauft. Habe den aber jetzt erstmal noch so gelassen.
Und den packen wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. So. So, da ist das gute Stück. Wirklich richtig cool gemacht mit den Accessoires. Alles dabei, was zur normalen Indie-Ausstattung gehört. Natürlich Hut, Peitsche, die Schultertasche. Und was ich total witzig fand, ist das Golden Idol aus Raiders of the Lost Ark. Also aus Jäger des verlorenen Schatzes. Und zwar ist das ein kleiner Gonzo. Ja, weil man muss mal ein bisschen spinnen und bekloppte Dinge feiern. Ich finde es großartig, dass man da auf die Idee gekommen ist. Ähm, Der ist wirklich richtig cool. Ja, packen wir den guten Kirby mal aus. Ja, wie gesagt, der war jetzt einfach nur so reingelegt. Ich habe den aber vorher noch nicht ausgepackt gehabt. So. Bisschen mit Tesafilm fixiert das Ganze. Holen wir uns mal das kleine Zubehör so ein bisschen raus. So, wahrscheinlich wird sowas heutzutage auch nicht mehr geben. Kinderspielzeug, Muppets und dann Knarre. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Muppets sind die mittlerweile nicht sogar auch unter Disney-Lizenz. Ja, wahrscheinlich wird dann sowas gar nicht mehr dabei liegen oder als Wasserpistolenversion oder so. Man weiß es nicht genau. Soll uns aber jetzt nicht stören. Der ist jetzt von 2004, also hat auch schon so seine 22 Jahre auf dem Buckel und ist wirklich cool gemacht. Also die Gelenke sind super, nicht zu fest, nicht zu locker. So, hier haben wir den kleinen Holster. Na, der will nicht so ganz einrasten, aber egal. So, da haben wir die Tasche. Okay, müssen wir eben mal gucken. Der Hut. Ah, das ist ja, da hat man mitgedacht. Der Hut ist tatsächlich magnetisch. Ich habe mich gerade gefragt, wie soll der denn hier an Kermit seinem krummen Kappes halten? Aber der hat hier so einen Magnethalter und der ist auch relativ stabil. Hier ist noch ein kleiner Haken an der Seite für die Peitsche. Können wir den auch einhaken. Ja, der muss noch richtig posiert werden dann. Kommt wahrscheinlich zu den restlichen Indie-Sammelstücken. Und ja, auch da wird es bald was zu geben. Ja, ich bekomme es jetzt gerade spontan nicht so richtig hin. Der Grobmotoriker ist wieder da, aber Kirby kann auch die gute Peitsche in der Hand halten. Ich finde den super witzig gemacht. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Actionfigurensammler, aber so die ein oder andere Kleinigkeit muss dann doch in der Sammlung landen. Kann der Gonzo halten? Ah, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich gucke mal, ob ich da gleich jetzt noch so ein, zwei Posen mit hinbekomme, weil, wie gesagt, hoppala, weil die Gelenke sind soweit ganz normale Kniegelenke. Füße lassen sich jetzt nicht drehen. Aber ich finde das auch, gerade bei Actionfiguren, ich finde es ja, einerseits es ist so ein bisschen Licht und Schatten. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, dass die aktuellen Actionfiguren halt sehr, sehr viele Artikulationspunkte haben, dass man dann
ganz viele Posen damit hinbekommt. Andersrum, ja, die Kehrseite der Medaille ist dann immer, dann hat man sehr, sehr viele ja, sichtbare Gelenke, die dann so ein bisschen ja, von diesem ganzen Sculpt abhängen. Aber wie gesagt, ne, dass bei mir ja mehr um Statuen und um Büsten geht, ja, dann ja, hat man da vielleicht einen anderen Blick und andere feiern das dann halt. Wie gesagt, da entscheidet der persönliche Geschmack. Das ist auch gut so. Also wir haben auch hier nur ein ganz normales Kniegelenk und hier kann man das nach vorne und nach hinten packen. Die Arme haben Kugelgelenke, Ellbogen. Ja, so ein bisschen was vom panisch wegrennenden Kermit vielleicht, wenn ein großer Steinfelsen oder Piggy hinter ihm her rennt. Man weiß es nicht genau. Nee, auf jeden Fall bereue ich den Kauf definitiv nicht. Wie gesagt, Preis war annehmbar. Ein Loser hätte mir, wie gesagt, auch gereicht, aber gut. Wird die Box wahrscheinlich behalten aus Nostalgiegründen. Ähm, ja, also da gab es wirklich echt, ja, da ist noch eine Checkliste drauf, was aus der Serie sonst noch zu dem Zeitpunkt rauskam. Und es gab, glaube ich, auch von der Muppets Schatzinsel gab es auch welche. Also richtig coole Serie. Also wer Spaß an den Muppets hat und Actionfigurensammler ist, definitiv mal Palisades eine Chance geben. Ist auf dem Zweitmarkt. Ähm, Frag mich jetzt nicht von wo bis wo die gehen. Also ich habe ganz günstige gesehen. Ich habe auch welche gesehen, die gehen in dreistelligen Bereich rein. Ich glaube, dieses Schweine im Weltall Playset ist für 300 Lose weggegangen oder so. Ja, es ist der Wahnsinn. Ne? Man darf natürlich nicht vergessen, ja, auch wenn es Anfang 2000 ist, zählt das ja heute schon prinzipiell als Vintage. Ja, man kann nicht alles haben, aber man kann sich ja trotzdem an diversen Dingen erfreuen, so wie ich. Ich habe echt Spaß damit. Ne? Ich sag's ja, Leute, wer spinnt, hat mehr vom Leben und dann muss man auch mal nicht alles so bierernst sehen. Das Gonzo Idol ist echt der Knaller. Also da haben die Designer sich auch richtig Mühe gegeben und ja, coole Bereicherung für die Sammlung. Ich freue mich richtig, den erwischt zu haben. War wirklich mehr so ein Zufall. Ich wollte jetzt auf der Toyplosion mal gucken, ob den einer mit hat oder generell mal stöbern, weil das ja, so eine Figur war, so, die hätte ich gerne in freier Wildbahn gefunden für einen Fernkurs. Aber ja, Deal war jetzt zu gut, um den zu ignorieren. Also von daher, ja, habe ich Spaß daran. Wie gesagt, ich werde jetzt noch mal ein bisschen gucken, ob wir den kleinen grünen Kerl so ein bisschen posiert bekommen. Und dann gehen wir jetzt noch mal in die 360er Ansicht. Ja, und das war es auch schon wieder fürs heutige Video. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ja, ein Kuriosum aus der Vergangenheit näher bringen. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Wie gesagt, ich habe den selber bis vor ein paar Wochen gar nicht auf dem Schirm gehabt. Klasse Figur. Ja, toll eingefangen. Muppets gehen immer, definitiv. Also was Jim Henson damals kreiert hat, man kann nur ja, mit den Worten von Kermit das ausdrücken. Applaus, Applaus, Applaus für Kermit. Ja, dann danke ich fürs Zugucken und wünsche euch eine gute Zeit.
immer dran denken, wer spinnt, hat mehr vom Leben. Hier ist das lebende Beispiel. Und bleibt immer sammelwütig. Habt eine gute Zeit. Bis dann.